Hi, mein Name ist Tomasz Wycisk. Hattet ihr auch dieses Problem? Montierung richtig auf Polastern ausgerichtet. Die Gewichte richtig ausbalanciert. Im Guiding-Software alles wie immer eingestellt gehabt. Und trotzdem, Guiden funktioniert nicht. Die letzte Option ist vielleicht Montierung richtig einzustellen. Mit der Zeit wird der Totgang an den Achsen immer größer, verursacht durch Verschleiß und hohe Belastung. Ein Beispiel für hohe Belastung ist Transportermontierung mit zugedrehter Kupplung. Im laufenden Video zeige ich euch, wie ich meine Montierung Skywatcher EQ6R Pro öffne und die Retraslations- und Deklinationsachse richtig einstelle. Als erstes öffnen wir mal die Verschlusskabel hier. Wie ihr seht, dass sich die Schneckenwelle bewegt. Das soll sie aber nicht. Das zweite Problem ist ja, hier sind zwei Madenschrauben, mit denen man die Position der Halterung hier einstellen kann. Dafür muss man 4 große Imbusschrauben lösen, 4 Stück. Und da kann man fein justieren. Ist ja im Prinzip ganz einfach, aber ich zeige euch, wie das von innen aussieht. Da drinnen sind 2 Motoren verbaut. Einmal für die Retrozessionsachse und einmal für die Deklinationsachse. Wir beginnen mit der Deklinationsachse. Als erstes lösen wir mal die 3 Schrauben. Okay, damit uns das nicht hin und her knattert, fixieren wir nochmal. Da ist noch eine kleine Madeschraube, die muss man auch komplett frei drehen. Als nächstes lösen wir die Lage. So, als nächstes werden wir mal die 3 Schrauben lösen. Das sind 4. Die 4 Schrauben. Okay. Machen wir jetzt die kleine Madenschraube noch ein bisschen frei, damit sie nicht so viel Druck ausübt beim Rausnehmen. So. Und letzt müssen wir mal die Kupplung frei machen. Sonst kriegen wir nicht raus. Da befindet sich ein
Messingplättchen. Das müssen wir auch rauskriegen. So. So sieht es von innen aus. Die Motoren bewegen Zahnriemen, Zahnriemen bewegt das große Zahnrad und die Schneckenwelle bewegt das Schneckenrad. Und wenn man Kupplung blockiert, bewegt sich die Deklinationsachse. Und der Spielraum, den wir da drinnen haben, kann man ganz leicht beseitigen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Spitzhacke oder ihr schleift euch so ein Teil. Das wird reingesetzt. Und festgeschraubt. Ist fest. Es darf sich ein bisschen locker drehen. Man kann ein bisschen fester anziehen. Nicht zu fest. Es soll passend sein. Die zwei kleinen Madenschrauben drücken an den zwei Noppen. Dadurch verstärkt man den Abstand zwischen Schneckenwelle und Schneckenrad. Nun Vorsicht, dieses Schneckenrad ist aber nicht ganz rund. Was heißt das? Das heißt, es gibt Stellen, wo es enger ist und es gibt Stellen, wo es lockerer ist. Das führt dazu, dass man, wenn man zu eng einstellt, schaffen die Motoren es, die Schneckenwelle nicht zu bewegen. Und der Zahnriemen wird enorm belastet. Und das merkt ihr, wenn er über die Zähne springt. Dann rattert es. Und dann ist das viel, viel zu schwer für den Zahnriemen. Auf lange Sicht kann es kaputt gehen. Also, wir bauen das jetzt alles zusammen. Spielanlage darf nicht zu groß sein, darf aber auch nicht zu klein. Bedenkt, dass bei Minustemperaturen verengt sich das Ganze und kann richtig schwerläufig sein. Deswegen immer ein bisschen Freiraum lassen. Es soll leichtläufig sein. Es soll kein Spielraum sein, aber es soll auch nicht zu eng sein. So, ich denke, das reicht für mich. Jetzt fixieren wir die 3 Madenschrauben, damit die Position beibehalten bleibt. Jetzt passen wir den Abstand zwischen Schneckenwelle und Schneckenrad. Als erstes schrauben wir die 4 Schrauben rein, aber nicht fest, so ganz leicht handfest.
Jetzt wissen wir, dass die Schneckenwelle befindet sich an dieser Position und Schneckenrand hier. Das heißt, den Abstand zwischen den beiden müssen wir so anpassen, dass es dann eng, aber nicht zu fest ist. Wie stellt man das ein? Das ist ganz einfach. Die beiden Madenschrauben erstmal lockern, von beiden Seiten, einmal hier, einmal gegenüber. Dann handfest dagegen drücken und die beiden Imbusschrauben ein bisschen fester anziehen. So, wenn das geklappt hat, kann eine Schraube noch fester eingezogen werden, aber nur eine reicht. Als nächstes muss man prüfen, ob das nicht zu eng ist. Dafür nehme ich mir immer einen Bohrer, gerne 3. Jawohl. Und ihr müsst einmal drumherum umdrehen, aber bevor ihr das macht, erstmal Kupplung einsetzen. An einer Seite an den Plättchen haben wir Fett und an der anderen Seite ist ja noch frei vom Fett. Das klebt wunderbar zusammen. Jetzt kann man das wieder einbauen. Eingefallen, wunderbar. Mit Fettseite nach oben. Da darf natürlich an der Kupplung kein Fett reinkommen, sonst funktioniert nicht ordnungsgemäß. Mal auch wieder zusammenbauen. Ja. Fest. Okay. Kann man sich aussuchen, die optimale Position. Ich mache nach oben. Okay, fest. Und jetzt müssen wir drehen in eine Richtung. Es darf ein bisschen fest laufen, aber nicht zu fest. Es darf kein großer Last sein. Ich merke, es läuft hier ein bisschen fester, wie vielleicht sollte, aber es fühlt sich gut an. Ihr merkt, das ist nicht einfach so ganz locker. Ob das gut ist, sage ich erstmal nein, weil der Last an den Zahnriemen ist enorm. Beim Guiden wird dieses Zahnriemen immer wieder belastet und damit es sauber funktioniert, muss ein bisschen lockerer werden. Und dazu müsst ihr mal die Schraube nochmal wieder lockern. Wenn man mit der Hand dagegen drückt, man spürt, wie viel Druck man an den Schneckenrad ausübt. Und so kann man anpassen, dass es gerade nicht zu locker ist, aber auch nicht zu fest. Ja, das gefällt mir. So, jetzt muss man einmal drumherum drehen, um zu überprüfen, ob die Ungleichmäßigkeiten an der Schneckenrad sich nicht auf die Schneckenwelle auswirken und nicht zu eng wird. Ich merke,
Jetzt haben wir ein kleines Spiel. Das ist die Stelle, wo es locker ist. Das kann man markieren. Mit 2 Strichen. Kleinen Spielraum. Was merkt ihr? Dann drehen wir weiter. Geht immer noch locker. Immer noch Spielraum. So, und hier wird es auch locker. So ermitteln wir die Stelle, wo es am lockersten ist. Das ist wichtig, denn wir drehen dann auf die Gegenüberstelle, wo es dann fester ist. Und da stellen wir den Spielraum. Da soll es eng sein. Und dann wird der Spielraum an der lockeren Seite auch freier. Kleiner. Wir beginnen schon ein bisschen fester zu sein. Das ist die Grenze hier etwa. So, das ist der Bereich, wo es am engsten ist. Das ist die erste Markierung. Das ist die zweite. Wir müssen natürlich nach unten sein, weil wir haben den Spielraum hier markiert. Oben. Ja, man spürt, hier ist enger. So, hier ist kaum Spielraum. So, jetzt stellen wir das richtig ein. Und zwar, hier schauen wir rein und hier raus. So, es dreht sich wunderbar. Den Spielraum haben wir da oben, also wir haben kein Spiel am Lager. Jetzt können wir mal den Zahnriemen wieder einbauen. Die Madenschrauben müssen wir wieder reindrehen, kleine Spann ausmachen, aufbauen. Darf nicht zu wenig sein und auch nicht zu viel, mit Gefühl. Ja. Nicht zu fest. In meinem Fall, ich habe da Gummi-Einlagen eingebaut und da sind auch Korkplättchen. Das führt alles dazu, dass das Ganze auch deutlich leiser geworden ist. Vor allem wenn man auf dem Balkon fotografieren möchte, tut man die Nachbarn nicht belasten. Mitten in der Nacht. So, jetzt lösen wir mal die Schrauben von der Ragdistenzachse. Das sind 3 Stück jeweils. Da ist ein schwarzes, flaches Rädchen, was einen kleinen Spalt hat. Und da ist ein Sensor, der dieses Spalt vermisst. Ich weiß nicht, was genau da gemacht wird. Ich vermute, dass die Position irgendwie mal da eingelesen wird.
Aber das lässt sich wunderbar ausbauen. Imbusschlüssel 2,5 und die kleinen 2 Schrauben lösen. Voilà. Jetzt müssen wir dieses kleines Blättchen lösen. Als erstes lösen wir mal die Madenschrauben. Das sind 3 Stück, wenn ich mich... Ja, das sind 2 Stück. Da ist nämlich eine kleine Schlitzschraube, die man lösen muss, um den Ring erstmal auszubauen, den ersten. So, der erste Ring. Jetzt weiter. Kunststoff-Unterlegsscheibe. Stundenfeld. Als nächstes lösen wir die 2 Madenschrauben. An dem Ring befinden sich 4 Madenschrauben. Die müssen wir lösen, um die Lage rauszunehmen. Die letzte Kontramutter, die läuft ein bisschen schwerer. Das ist gut so. Sogar mit dem Lager zusammen. Ist zusammen schon verschraubt. Wunderbar. Diese Kupplungsplättchen ist wunderbar und die Schraube hängen geblieben. Dadurch musste ich nicht ausbauen. Wir belassen das so. Ist relativ sauber. So, jetzt bauen wir dieses Teil aus. Zuerst müssen wir mal die Madenschraube lösen, damit die Spannung weggeht. Genauso wie bei der Deklinationsachse gibt es hier Schneckenwelle und die darf nicht zu locker sein. Es darf kein Spielraum sein. Und wie ich euch gezeigt habe,
lässt sich diese hier mit seinem Schlüssel gut beheben. So sieht das aus. Der Spiel darf zwischen dem Schneckenrad und Schneckenwelle auch gering sein. Es gibt, wie gesagt, immer zwei Seiten. Eine Seite ist immer ein bisschen kleiner wie die andere. Wahrscheinlich produktionsbedingt konnten die Chinesen nicht genau, wie gesagt, es produzieren und man muss damit leben. Schneckenwelle auf dieser Seite. Und dann geht das zusammen. Wie ich vorhin gezeigt habe, drehen wir mal das Rädchen. Man sieht, dass sich das Schneckenrad bewegt. Es darf nicht zu locker sein. Deswegen machen wir gleich mit Magnetschaum kleine Spannung. Ist ganz locker. Wunderbar. Also passt. Es ist nicht zu eng. Dann können wir das zusammen wieder einbauen und testen, ob es gut funktioniert. Mal einen Schaum anziehen. Und die zwei seitlichen. Dann in Reihenfolge. Wie man ausgebaut hat, wieder einbauen.
kleine Maden-Schlitzschraube anziehen, nicht zu fest. So, und die Skala kann man wunderbar mit der Markierung auch noch Bewegung einstellen. So, soweit so gut. Jetzt Kupplung noch reinschrauben von der Deklinationsachse. So. So ist gut. Mit Achsschloss. Auf dieser Stelle habe ich einen Spielraum für meine Montierung. Ist noch locker. Und jetzt können wir die Schrauben noch mal ein bisschen fester anziehen. Das ist die beste Position, weil das Eigengewicht drückt noch mal dagegen. Jetzt locken wir die Schrauben noch einmal. Waren schon locker, handfest angezogen. Kann man den Zahnriemen wieder einbauen. Erstmal am Motor anwickeln, dann an dem großen Rad, dann die Spannung wiederherstellen, den Zahnriemen. Noch ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, jetzt wollen wir mal hier das drin alles zusammenbauen.
Jetzt den Motor befestigen. Keine Schrauben übrig geblieben, das ist gut. So, als allerletzt muss man natürlich die Montierung ein bisschen von dem Fett reinigen. Es sind einige schwarze Spuren übrig geblieben. Ich nehme dafür gerne Waschbenzin. Ist wunderbar dafür für diese Zwecke geeignet. Ich habe für euch noch ein kleines Bonus vorbereitet. Sollte eure Guiding-Diagramm so aussehen, dann liegt das Problem wahrscheinlich an einem der Zahnrädchen. Zum Glück ist dieses Problem sehr schnell zu beseitigen. Ich habe die Schrauben auch hier absichtlich gelockert, um es besser präsentieren zu können. Was ihr machen müsst, ist die kleine Abdeckschraube abzuschrauben, mit der Fernbedienung die Achse so weit bewegen, bis eine der zwei Schrauben in der Öffnung zu sehen ist und mit Imbusschlüssel nicht zu fest anzuziehen. Das genauso bei der zweiten Schraube und, wenn notwendig, auch bei der zweiten Achse. Wenn alles geklappt hat, sollte die Nachführung wie bei mir aussehen. Mit einem Gesamtfehler von 0,58 Bogensekunden kann ich mich nicht beschweren. Die Kalibrierdaten sprechen für sich. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Jetzt könnt ihr besser verstehen, wie die Montierung mechanisch aufgebaut ist. Das sollte euch erlauben, die zukünftigen Fehler leichter aufzuspüren und sie zu beseitigen. Um dem Verschleiß entgegenzuwirken, bitte transportiert die Montierung mit offener Kupplung. Die Abstände zwischen Schneckenwelle und Schneckenrad nicht zu eng einzustellen. Die Spannung am Zahnriemen darf nicht zu hoch sein. Es ist besser für die Mechanik, wenn sie leichtläufig ist. Aus diesem Grund wurden bei mir kurz nach dem Kauf die Lagerzahnriemen und das Fett ausgetauscht. Wenn man mit der Guiding-Software arbeitet, spielt periodische Fehler bei der Nachführung keine große Rolle. Solltet ihr auf die Software verzichten, empfiehlt sich die Montierung auf diesen Fehler anzulernen. Vielen Dank fürs Zuschauen.